mich nicht. Aha. Ich lieb dich nicht, du liebst mich. Want to. Aha, aha, aha. Lieb dich nicht. Du mich auch nicht. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Drumtech TV. Für euch heute wieder dabei am Start der Matthias und der Markus. Wie immer haben wir 5 Minuten Zeit, um euch ein tolles neues Produkt vorzustellen. Wie immer gilt, alle Produkte, die wir euch heute vorführen, sind auch bei uns im Online-Shop unter www.drum-tech.com erhältlich. Ich bin mir ganz sicher, viele von euch warten bereits sehnsüchtig auf dieses Video. Ich habe meine Zweifel, ob wir das in 5 Minuten wirklich schaffen. Dennoch heute für euch präsentieren wir das Roland VAD 716 mit dem neuen Roland V71 Modul. Alright, starten wir mal mit den Pads und mit den Größen. Also angefangen mit dem neuen Digitalpad von Roland, dem PD14 DSX. Als Tom haben wir PDA 100 und PDA 120 und als Floor Tom habe ich hier zweimal das PDA 140F und als Bassdrum die KD 22 in einem kleinen Facelift. Crashbecken sind die CY16R, Ridebecken das gute und schön heißgeliebte CY18DR. Und die VH14. Eine neue Digital-Snare und ein neues Modul, total spannend und wir gehen nachher im Detail drauf ein. Okay, unser Testset hat welche Farbe? Wir haben hier das Gloss Ebony Finish von Roland. Kommen wir zu den Features. Wir gehen die Pads im Einzelnen durch und zeigen euch als allererstes die neue Digital Snare Drum. Genau, sie kann natürlich alle herkömmlichen Zonen bedienen, das heißt Head. Wir haben Rimshots, der X-Stick traditionell gespielt. Mit aufgelegten Handballen, genau. Und Positionserkennung ist auch da. Aber das coole, das absolut neue Feature ist der Strainer. Man kann den Strainer aufstellen. Und ein weiteres Feature ist, man kann den Strainer herandrehen. Also trockener und locker. Beim Spielen variieren, sehr cool. Kommen wir zu den Toms. Dual-Pads, 2 Zonen. Genau. Positionserkennung. Nicht wirklich zu hören. Nicht direkt. Wie sieht's aus mit Rimshots auf den Toms? Die Becken kennt ihr alle von Roland, da hat sich nichts verändert. Die Crashbecken, Dualbecken, das Ridebecken, 3 Zonen wie gehabt. Lass uns mal die Hi-Hat beleuchten. Hat sich was getan? Willst du mal von geschlossen bis ganz geöffnet alles demonstrieren? Kuppensound, ja oder nein? Nein. Kein Kuppensound. Okay, also duale Hi-Hat. Das Digital Ride kennt ihr schon. Auch da haben wir Positionserkennung. Genau. Und alle Becken natürlich chokebar, das heißt im Kantenbereich zudrücken und ihr habt einen Choke-Effekt. Kommen wir zum Thema Sound. Wie klingt das Set? Hau mal rein. Ich spiele jetzt das Kit Nummer 46 aus dem Standard-Presets vom Roland V71. Kommen wir zum neuen Modul, zum V71. Und es gibt eine ganze Liste voll mit neuen Features und Änderungen. Da ist wirklich viel passiert. Es sieht optisch von außen erstmal recht ähnlich dem TD50X gegenüber aus. Aber unter der Haube ist eine ganze Menge passiert. Was hat sich getan? Als allererstes fällt auf, es gibt ein neues Display. Das ist jetzt nicht viel größer, aber man kann Farbe erkennen. Das heißt, dort sind Grafiken schon zu sehen. Das sieht schon mal sehr schick aus. Dann zusätzlich ganz neu, das Modul hat das erste Mal ein Bluetooth und einen Wi-Fi-Adapter. Konnektivität, das heißt, ihr könnt, und ich sage auch später warum, müsst sogar dieses Modul ins Wi-Fi-Netz mit einbinden können. Das ist ganz wichtig. Die Sounds, ihr habt es vorhin schon gehört, die sind neu, die klingen anders, sample-basierter denn je. Wir haben eine komplett neue Sound-Library von DW inkludiert.
Multilayer-Samples sozusagen. Komplett neu recorded, extra für dieses Modul. Und natürlich machen wir auch extra dafür eine Sound-Demo, Playing All Kits in einem separaten Video. Insgesamt haben wir 200 Drumkits zur Verfügung, Speicherplätze. Aktuell, wenn ihr das Modul bekommt, sind 70 Drumkits bereits vorinstalliert. Instrumente, laut Liste 1000. Mehr als 1000. Ihr habt zusätzlich die Möglichkeit, dieses Modul natürlich wie gehabt als VST Drum-to-MIDI-Trigger zu verwenden. Und es gibt natürlich die DW Soundworks Software, da haben wir schon eine ganze Menge von gehört. Die dürft ihr testen. Und zwar im Rahmen eines Probeabos, zu dem wir nachher noch ein bisschen mehr erzählen werden. Ganz spannende Geschichte, also die Sounds deutlich aufgewertet. Egal, ob ihr die internen Sounds nutzt oder die externe Software von DW Soundworks. Dazu mehr später. Die nächste Frage ist ja, wie viel Speicherplatz ist jetzt verbaut? Wir kennen das von anderen Modulen, die werben damit 40 GB Speicher, riesengroß. Das ist hier anders, oder? Genau, wir haben dieses Mal eine andere Maßeinheit, die da gewählt wurde. Und zwar habt ihr die Möglichkeit, 24 Minuten Mono-Samples zu hinterlegen oder 12 Minuten Stereo-Samples. Okay, ich kann mir trotzdem vorstellen, das ist jetzt schwierig ins Verhältnis zu setzen. Wie kann man das anders erklären? Naja, von der Anzahl der Samples, wenn man genau wissen will, wie viele Samples man hinterlegen möchte oder kann, rechnet man sich das quasi so runter, dass ein Sample 1 bis 2 Sekunden dauert und das dann hochgerechnet auf 12 Minuten oder 24 Minuten, je nachdem, welche Größe. Okay, also da ist schon eine Menge Speicherplatz vorhanden. Ja. Ihr habt weiterhin die Möglichkeit, die internen Sounds durch externe Sounds zu ergänzen. Und das ist ein großes Thema. Ich weiß, da gibt es viele Fragen. Über die Roland Cloud, da könnt ihr euch kostenpflichtiges Material herunterladen. Wie das im Einzelnen funktioniert, was man beachten muss, das werden wir euch gleich noch erklären. Auf jeden Fall ist dieses Modul erweiterbar. Und zwar mit richtig tollen Sounds. Und natürlich, ihr kennt das schon, auch im Hause Drumtech wird es. Man munkelt, es wird eine Sound Edition demnächst für das neue V71 geben. Richtig. Weiterhin habt ihr jetzt im Vergleich zum TD50X 3 Layerstufen. Ihr könnt 3 Sounds übereinander schichten. Ihr habt die Möglichkeit, sogar jede dieser einzelnen Layerschichten individuell zu EQen, und zwar auch getrennt nach Head und nach Rim, was ganz interessant ist. Ihr habt dafür natürlich im Modul bereits einige Menüpunkte, wo ihr viel verändern könnt. Aber wenn ihr die Editor-Software, V71 Editor-Software installiert, habt ihr quasi noch einen grafischen Editor und viel mehr Möglichkeiten, euren persönlichen Lieblingssound selbst zu kreieren. Was ist noch wichtig? Wir haben die Möglichkeit, über Bluetooth Audio- und MIDI-Signale beim Recorden direkt an einen Laptop, an einen PC zu senden. Ja. Selbstverständlich könnt ihr weiterhin eure eigenen Samples importieren und sie in euren eigenen Drumkits einbetten. Zum Modul grundsätzlich 14 Trigger-Eingänge. Wir haben weiterhin auf der Rückseite 8 Direct-Outs und die bekannten 3 Digital-Inputs. Ja, also grundsätzlich hat Roland auch in der internen Menüführung vieles optimiert. Und wenn du das erste Mal das Modul einschaltest und ein bisschen durch die Menüs durchwanderst, dann fällt dir sofort auf, dass alles viel übersichtlicher geworden ist. Früher musste man Fahrstuhl fahren, ihr kennt das noch, und man wusste nie so genau, wo bin ich eigentlich gerade. Das haben sie sehr gut gelöst. Das heißt, es ist jetzt alles sehr übersichtlich gestaltet in dem grafischen Display. Und ja, die Oberfläche sieht erstmal ähnlich aus. Es hat sich dennoch so ein bisschen was getan, wenn wir das mit dem TD50X vergleichen. Was hat sich verändert? Genau, wir haben ein paar zusätzliche Button, unter anderem die Preview-Taste für den Rim mit, dann den Phones-Only-Button und natürlich auch die Bluetooth-Anwählbarkeit direkt über das Gehäuse. Hat es die gleichen Maße wie das Vorgängermodul? Nein, es ist ein bisschen größer als das Vorgängermodul. Nicht ganz unwichtig. Cases checken. Für alle, die noch nie mit einem Editor gearbeitet haben und auch gar nicht wissen, was soll ich mir darunter vorstellen. Einmal ganz kurz, ihr kennt ja hier dieses Display und ihr wisst, man kann gut damit arbeiten, aber das Modul hat so viele Features und es ist viel angenehmer, viel mehr komfortabel, wenn ich jetzt eine große grafische Oberfläche habe, und dafür dient die Software V71 Editor. Die wird auf dem PC installiert und dann habt ihr alles in Großansicht, könnt viel besser die einzelnen Parameter sehen und nutzen, was schon mal ziemlich klasse ist. Dann habt ihr die Möglichkeit, natürlich Änderungen, die ihr auf dem PC quasi über den Editor macht, die werden automatisch in euer Modul eingespeist, und umgekehrt natürlich genauso. Wenn ihr dann am Modul etwas verändert, dann wird sich das Ganze mit der PC-Software, mit dem Editor synchronisieren. Ihr könnt natürlich weiterhin ganz einfach
auch grafisch dann Samples editieren. Ihr könnt die einfach, wenn die auf dem Desktop liegen, könnt ihr sie nehmen und könnt sie quasi auf die jeweilige Fläche ziehen und habt sie drinne. Ist also eine einfache Möglichkeit, ziehen und ablegen von Wave-Samples. So, die Frage ist, wo bekomme ich denn den V71 Editor her? Und die Antwort ist ganz einfach, im Roland Cloud Manager. Falls ihr da noch nicht angemeldet seid, ich bin mir ganz sicher, in Kürze werdet ihr das sein, weil alles dreht sich mittlerweile um die Roland Cloud, um den Manager. Kommen wir zu dem Thema Sound Expansions und Roland Cloud Manager. Großes Thema, großes Feld. Wir starten mal. Sounds Expansions extern aus der Roland Cloud über den Roland Cloud Manager sowie über die neue Roland Cloud Connect Smartphone App herunterzuladen. Das sind zwei verschiedene Programme und ich erkläre euch mal ganz kurz, was für was. Wie bekomme ich denn neue Sounds in mein Modul, die sogenannten Expansions? Wo bekomme ich die her? Und das haben wir gerade schon gesagt, der Roland Cloud Manager. Wir sagen immer so schön, alle Wege führen nach Rom. Ich sage heute mal, alle Wege führen direkt in den Roland Cloud Manager hinein. Grundsätzlich erst einmal, ihr müsst euch auf jeden Fall dort anmelden, weil ohne den geht gar nichts mehr. Wenn ihr angemeldet seid, dann habt ihr automatisch eine sogenannte Free-Mitgliedschaft. Im Rahmen der Free-Mitgliedschaft habt ihr dann die Möglichkeit, euch erstmal umzusehen. Ihr könnt erstmal gucken, was gibt es da eigentlich. Völlig unverbindlich, völlig frei, kostenlos sozusagen. Und da habt ihr die Möglichkeit, Sound Expansions ebenfalls zu kaufen, zu erwerben. Und zwar, das heißt Lifetime Key. Wenn ihr eine Edition dann kauft, bekommt ihr quasi lebenslanges Nutzungsrecht. Ihr bekommt die, das heißt, da ist nichts mit Abo. Die habt ihr dann in euer Modul installiert und das bleibt eure Sound Edition. Die kann euch keiner wegnehmen. So. Und wenn man da einfach mal ein bisschen sucht und schaut, ne, Matthias, da gibt es ja schöne Soundpacks und es gibt sogar was richtig Geniales für euch. Selbst für die TD30-Liebhaber und TD50-Liebhaber ist gesorgt worden. Ihr habt da die Essential Soundpacks. 4 Soundpacks, Expansions, TD30 Sounds, TD50 und TD50X. Das heißt, ihr müsst auf die alten Sounds nicht verzichten. Richtig. Das ist cool, for free. Weiterhin gibt es dann die Möglichkeit, wenn ihr möchtet, eine Mitgliedschaft, wir sagen mal ein Abo abzuschließen und es gibt dort 3 verschiedene Abos. Wer das erste Mal dort ist, der bekommt 3 Abo-Modelle vorgeschlagen. Das erste Modell ist Core. Core streichen wir, hat keinerlei Vorteil. Ihr könnt auch mit der Free-Mitgliedschaft Sound Expansions kostenpflichtig erwerben mit dem Lifetime Key, kein Problem. Core hat keinen nennenswerten Vorteil, den streichen wir. Und dann gibt es noch Pro und die Ultimate Mitgliedschaft, also das Pro oder Ultimate Abo. Je nachdem, welches Abo, werden unterschiedliche Expansions freigeschaltet und die könnt ihr nutzen. Achtung, der Unterschied ist, wenn ihr ein Abo abschließt, wie sieht es aus? Habe ich dann das Drumkit ewig? Nein, in dem Fall nicht, nein. Hat man nicht. Das Ding ist halt, ihr schließt entweder ein monatliches Abo ab oder ein jährliches. Das könnt ihr frei entscheiden. Und dann habt ihr eben diese Drumkits, die könnt ihr dann nutzen. Ihr ladet sie direkt in das Modul hinein und solange euer Abo besteht, habt ihr die Möglichkeit, diese Drumkits zu nutzen. So, Achtung, wenn das Abo natürlich ausläuft, dann ist Schluss. Und das bedeutet eben, sind die Kits dann weg? Ja, sie sind nicht weg, sie sind im Modul drin, aber sie sind tatsächlich deaktiviert. Sind nicht freigeschaltet. Genau. Und jetzt kommt ein wichtiger Hinweis vorab. Wir spoilern einfach mal. Wenn ihr natürlich ein V71 Modul oder ein VAD Drumkit gekauft habt mit einem V71 Modul, dann bekommt ihr, Achtung, schon 6 Monate das Ultimate Abo komplett geschenkt. Ja. Das heißt, 6 Monate lang kann man sich austoben. Und das bedeutet also, ihr solltet auf jeden Fall auch immer im Auge haben, wie lang so ein Abo läuft, wann ihr das abgeschlossen habt. Und es gab noch eine ganz weitere interessante Geschichte. Wir haben uns gefragt letztendlich, wie kann das Modul denn wissen, wie lange so ein Abo noch läuft? Und da haben wir ja herausgefunden, es muss immer mit dem Internet verbunden sein. Das ist total wichtig. Wenn ihr das Modul einrichtet, dann hinterlegt ihr auch euer WLAN, euer Netz. Ja. Das wird hinterlegt, das wird abgespeichert im Modul. Und das Modul, wenn es länger nicht in eurem WLAN drin war, und dann habt ihr insgesamt die Möglichkeit, das Modul 50 Mal an- und auszustellen. Und dann hört es natürlich nicht auf zu arbeiten, aber trotz alledem, die Expansions werden auf inaktiv geschaltet. Ja.
Das solltet ihr auf jeden Fall wissen. Das Modul erstmal grundsätzlich merkt sich genau, wann wurde die jeweilige Expansion registriert. Euer eigenes WLAN-Netz wird dort im Modul auch hinterlegt, das ist abgespeichert. Wenn ihr irgendwo anders seid, da ist ein anderes WLAN-Netz, dann müsst ihr das an Ort und Stelle übrigens refreshen. Das könnt ihr machen, ist kein Problem. Aber ihr müsst auf jeden Fall generell immer mal wieder im WLAN sein. Ansonsten haben wir ja schon gesagt, 50 Mal ein- und ausschalten. Und dann sind die Expansions zumindest deaktiviert. Und wo wir da schon sind, die DW Soundworks Software, die natürlich sehr lecker klingt, gar keine Frage. Die ist, Achtung, auch nur in dieser Ultimate-Mitgliedschaft, in diesem Ultimate-Abo mit enthalten. Das heißt, auch die könnt ihr 6 Monate testen. Aber nach Ablauf dieses Abos und wenn ihr das anschließend nicht verlängern solltet, wäre diese Software nicht mehr aktiviert. Aber natürlich, es lohnt sich, wer diese Software kennt, VST-Anbindung ist nie einfacher gewesen und die Sounds sind natürlich grandios, Original-DW-Samples, Drumkits aufgenommen, recorded in den besten Studios. Ihr solltet auf jeden Fall die Sounds mal auschecken. Das Thema Konfiguration. An sich standardmäßig bei uns in der 6-Piece erhältlich, aber ihr könnt es nach wie vor, wie gewohnt bei Drumtech, auch individuell konfigurieren. Die Links zu den Produkten findet ihr natürlich wie immer unten in der Textbeschreibung. Wir hoffen natürlich, dass euch dieses Video gefallen hat und wie immer, wir freuen uns natürlich über ein Like. Und abonniert den Kanal, wenn ihr weitere Videos sehen wollt. Ja Leute, ein Blick auf den Timer, 5 Minuten haben wir es geschafft. Wenn ihr Fragen habt zu den Produkten in diesem Video, dann hinterlasst sie in der Kommentarspalte. Ansonsten danken wir euch für euren Support und dann bis bald.